Einbauanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie das Active Sound System von Insight Performance an einem BMW 3er oder BMW 4er ganz einfach montieren können oder natürlich in jeder beliebigen Fachwerkstatt verbauen lassen können. Unser Active Sound System bieten wir zum Nachrüsten für fast alle BMW-Modelle an. Bei diesem System wird mittels Sound Booster der Fahrzeugklang künstlich generiert. Warum das Ganze? Nun, bei aktuellen BMW Dieselmodellen ist es absolut nicht möglich, zum Beispiel mit einer Sportauspuffanlage einen gescheiten Auspuffklang zu erzeugen. Auch für Benzinerfahrzeuge, die einfach keine Sportauspuffanlage montieren wollen, ist das eine perfekte Lösung. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, mittels unserer App den Klang, Ihren eigenen Wunschklang, sich selbst zu konfigurieren. Sie können sich verschiedene Klangprofile ablegen und diese auch während der Fahrt wechseln, ganz normal über den Fahrzeugerlebnisschalter mit dem Modus Sport, Sport Plus, Normal oder mit den Lenkradtasten. Außerdem können Sie das System jederzeit während der Fahrt aktivieren und deaktivieren oder die Lautstärke stufenlos verstellen. Wir zeigen Ihnen nun zu Beginn einmal, wie man aus dem hier das hier machen kann. Sie können unser Active Sound System ganz einfach über unsere Webseite www.insightperformance.de in unserem Shop online bestellen. Wichtig ist, dass dieses Videotutorial hier nur eine grobe Richtlinie für den Einbau darstellen soll. Wichtig ist, dass Sie auf unserer Internetseite dort auch die fahrzeugspezifische Einbauanleitung herunterladen, weil diese immer auf dem aktuellsten Stand ist und noch weitere fahrzeugspezifische Details für Ihr Fahrzeug enthält. Die Einbauanleitung finden Sie ebenfalls auf www.insightperformance.de unter dem Menüpunkt Anleitungen. Kommen wir nun zum Einbau im aktuellen BMW 3er oder BMW 4er. Für die anderen Fahrzeugmodelle, zum Beispiel 5er BMW oder BMW X5 und X6, gibt es noch separate YouTube-Video-Tutorials von uns. Diese finden Sie ebenfalls bei uns auf der Webseite oder auf unserem YouTube-Kanal. Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie das System ganz einfach verbauen können. Das können Sie, wie gesagt, selbst und auch ohne Spezialwerkzeug machen. Und das System kann absolut rückrüstbar und sehr einfach an dem Fahrzeug verbaut werden. Unser Fahrzeug für den heutigen Demo-Einbau ist ein 435 Grand Coupé F36, wobei das in dem Fall keine Rolle spielt, weil alle aktuellen 3er und 4er Modelle, also F30, F31, Limo Touring, F32, F33, Coupé Cabrio, als auch der F34 Grand Tourer und hier der F36 Grand Coupé sind eigentlich baugleich und es gibt kaum Unterschiede, was den Active Sound Einbau betrifft. Die Komponenten, die Sie von uns dazu geliefert bekommen, sind zum ersten einmal der Sound Booster oder der Aktuator. Das ist die Einheit, die den Klang letztendlich erzeugen wird. Das ist ein Montageflansch. Das sind die verschiedenen Steuergeräte, die wir haben, die einmal den Klang erzeugen und die Konfiguration der Klänge ermöglichen und auch die Verbindung zu unserer App und zum Fahrzeug selber herstellen, weil der Klang natürlich entsprechend den Drehzahlen und der eingelegten Gänge möglichst realistisch oder perfekt realistisch moduliert werden soll. Und letztendlich dann noch einen Kabelbaum und verschiedene Stecker, mit denen das System angeschlossen werden kann, ohne dass irgendwas im Fahrzeug gelötet oder geschnitten werden muss. Der Einbau des Soundboosters erfolgt im Kofferraum und zwar in der Kofferraumwanne. Da kommen wir gleich dazu. Dort wird die Einheit wasserdicht auf einem schon vorhandenen Loch verklebt, sodass der Klang zu 100% aus dem Fahrzeug raustritt und außerhalb vom Fahrzeug zu hören ist. Und hinter dem Fahrzeug entsteht ein absolut realistischer Klang, sodass jeder Zuschauer oder Zuhörer nicht mehr unterscheiden kann, ob der Klang künstlich erzeugt wird und aus diesem Aktuator kommt oder aus dem Auspuff. Sprich, es wird sich für jeden so anhören, als ob eine Sportauspuffanlage montiert ist und der Klang wirklich aus der Auspuffanlage austritt. Der elektrische Einbau hört sich immer kompliziert an oder viele denken, dass das der aufwendigste Teil wäre. Der ist aber de facto eigentlich der einfachste Teil, denn prinzipiell unser Kabelbaum ist schon komplett mit Steckern vorgesehen. Die Stecker passen auch immer nur in eine Richtung an die entsprechenden Geräte und die meisten Stecker sind nur untereinander zu verbinden. So wird beispielsweise das Steuergerät mit dem Hauptkabelbaum verbunden, dann das klangerzeugende Steuergerät noch mit diesem Steuergerät verbunden
Dann haben wir zwei weitere Stecker am Kabelbaum, die sind für den Anschluss des Soundboosters. Auch da ist ein entsprechender Stecker dran vorhanden. Warum zwei Stecker? Ganz einfach, weil es von uns auch noch ein Erweiterungsset gibt, wo man einen zweiten Soundbooster an den gleichen Kabelbaum, also an unser Basisset, mit anschließen kann, um den Klang nochmals zu verstärken. Hier verbauen wir jetzt einfach nur das Basisset, welches selbst schon einen extrem kräftigen Klang hat und den meisten Kunden vom Klangbild her mehr als genügt. Des Weiteren sind am Kabelbaum dann eigentlich nur noch 4 Kabel, die wirklich anzuschließen sind am Fahrzeug. Das ist einmal das stromführende Kabel, dies muss an das Zündungsplus angeschlossen werden, keinesfalls an das Dauerplus, sondern an das Zündungsplus. Auch dafür sind schon die Sicherungsdiebe bei uns im Set mit enthalten, sodass hier das Pluskabel nur an die Sicherung angesteckt werden muss, wie man es gleich sehen wird. Dann gibt es noch eine Masseöse, die einfach mit der Karosserie verschraubt wird, und letzten Endes sind dann nur noch 2 Kabel an einem Steuergerät mit anzustecken, sodass wie eine Art Y-Stück entsteht und wir am Bussystem mit dem Fahrzeug verbunden sind, sodass wir mit den Fahrzeugtasten kommunizieren können und das System über die Original BMW-Tasten steuerbar ist und dass wir vom Fahrzeug auch entsprechend die Fahrzeugdrehzahlen, den eingelegten Gang, Lastzustände und alles Mögliche bekommen, um den Klang dann in Echtzeit und realistisch generieren zu können. Der Flansch ist dafür da, um das System dann, wie gesagt, in der Bodenmulde, die wir gleich sehen, dann wasserdicht auf dem Loch zu verkleben. Dazu kommen wir gleich. Zu Beginn, wie gesagt, starten wir mit der elektrischen Installation. Dazu sind einige Abdeckungen im Fahrzeug zu entfernen. Bei den 3er- und 4er Modellen haben wir hier unten die Bodenabdeckung, die man prinzipiell erst einmal so öffnen kann, aber auch den hinteren Teil kann man komplett entfernen. Bei einigen Modellen ist das Ganze nur aufgelegt, bei anderen Modellen befinden sich hier drunter nochmal sehr starke Magnete und teilweise auch Klettband, sodass man mit einem großen Ruck das Ganze entfernen muss. Und dann kann man ganz bequem die Bodenplatte herausnehmen. Wir sehen dann auch schon den Sicherungskasten, an dem wir das System gleich anschließen werden. Hier ist nochmal eine Filzabdeckung im Boden, die ist in der Regel noch mit einigen Nieten befestigt. Die entfernen wir und können dann auch diese komplette Bodenwannenabdeckung herausnehmen. Hier kommt dann schon die Mulde zum Vorschein, in der wir das Active Sound System verbauen werden. Wenn wir hier unten reingucken, sehen wir hier auch bereits schon 2 Stopfen, die 2 Löcher verdecken, und auf einem dieser Löcher kann nachher das System perfekt verklebt und verbaut werden, ohne dass an der Karosserie überhaupt etwas geändert werden muss oder ein Loch geschnitten oder gebohrt werden muss. Bei anderen Fahrzeugmodellen, wie beispielsweise den älteren X5 und X6 Modellen, dort sind noch keine Löcher vorhanden, dort müssen die in die Karosserie gebohrt werden, genauso wie bei den 6er BMW Modellen. Bei den neueren X5, X6 sind auch schon Löcher vorhanden, die ein bisschen anders aussehen, wie Sie in unserer anderen YouTube-Videoanleitung sich das Ganze dann anschauen können. Wir empfehlen hier zuerst am Unterboden den Bereich, wo der Deckel sitzt, den Unterbodenschutz leicht anzuritzen, so dass man dann von innen hier den Deckel ganz einfach herausdrücken kann. Am besagten Sicherungskasten finden wir irgendwo am Rand eingesteckt bei allen BMW-Modellen immer den Sicherungsbelegungsplan. Auf der einen Seite die Nummern der Sicherungen und auf der Rückseite die Funktionen. Hier suchen wir uns am besten, nicht zwingend, aber das hat sich als beste Lösung bewährt, den Zigarettenanzünder, die Sicherung für den Zigarettenanzünder. Das ist dieses Symbol hier. Dort sind dann mehrere Sicherungen gelistet. Die müssen nicht zwangsweise alle belegt sein, aber wir finden auf jeden Fall eine von diesen Sicherungen, die dann auch belegt ist, und diese entfernen wir dann erst einmal, indem wir sie hier hinten mit den entsprechenden Nummern lokalisieren. Das ist hier in diesem Fahrzeug Nummer 66, 69 und 162. Wir schauen einmal, welche Sicherung jetzt hier belegt ist. In dem Fahrzeug hier haben wir die Sicherung 162 identifiziert. Das kann, wie gesagt, je nach Modell unterschiedlich sein. Das kann auch eine kleine oder eine große Sicherung sein. Am Sicherungskasten befindet sich auch immer das Werkzeug zum Sicherung herausziehen. Dieses benutzen wir, um besagte Sicherung dann entsprechend zu entfernen. Abhängig davon, ob es eine kleine oder große Sicherung ist, nehmen wir bei uns aus dem Set einen der mitgelieferten Sicherungsdiebe heraus. Da ist auch ein kleiner und ein großer dabei in unserem Fall. Also wie gesagt, der Sicherungsdieb, der zur großen Sicherung passt.
Im Päckchen selber ist sowohl der Sicherungstyp vorhanden, als auch noch eine weitere Sicherung, die dann unser System absichert. Deswegen ist es sehr wichtig, dass in den Sicherungstyp zum einen die mitgelieferte Sicherung eingesteckt wird und direkt daneben dann auch die Sicherung, die wir gerade aus dem entsprechenden Steckplatz für den Zigarettenentzünder entfernt haben, sodass danach auf jeden Fall 2 Sicherungen vorhanden sein müssen. Dann nehmen wir den Sicherungstyp und an unserem Original Kabelbaum, unserem Active Sound System Kabelbaum, nehmen wir das rote Kabel, stecken das in die Quetschverbindung herein und verquetschen das Ganze dann fest mit einer Zange, sodass der Sicherungstyp und der Kabelbaum fest miteinander verbunden sind. Und anschließend nehmen wir das Ganze und stecken es genau an dem Steckplatz wieder ein, an dem wir eben die Sicherung und die Sicherung für den Zigarettenentzünder entfernt haben. Dadurch hat sowohl der Zigarettenanzünder wieder Strom und seine volle Funktionsfähigkeit, als auch unser System ist damit an Zündungsplus angeschlossen. Ganz wichtig ist, wie gesagt, nochmal wiederholt, dass es Zündungsplus sein muss. Das heißt, auf keinen Fall Dauerplus. Das Zündungsplus bei den Fahrzeugen ist etwas speziell. Es geht nicht direkt mit der Zündung aus, sondern es geht immer zeitverzögert 10 Minuten oder eine Viertelstunde später aus, nachdem man das Fahrzeug abgeschlossen hat, wenn das Fahrzeug dann selbstständig einschläft. Und dann muss das System selber sich auch mit abschalten. Als zweites verbinden wir den Masseanschluss unseres Kabelbaums mit einem Massepunkt im Fahrzeug, also mit der Fahrzeugkarosserie. Da bietet sich hier eine der Verschraubungen an, mit denen hier hinten die Steuergeräte verschraubt sind. Auf jeden Fall gut darauf achten, dass die Kontaktstellen farbfrei sind und ein sicherer Masseanschluss gegeben ist und die Masse auch wirklich fest verbunden ist. Dazu einfach die Schraube entfernen, unsere Masseöse entsprechend aufstecken und dann das Ganze wieder fest verschrauben. Damit ist die elektrische Installation schon fast beendet. Es sind nur noch die beiden Buskabel mit dem Fahrzeug zu verbinden. Achtung, am Kabelbaum ist ein kleines Päckchen mit einem kleinen einzelnen Stecker mit dem Kabelbaum verbunden oder zusammengetackert. Diesen vorsichtig entfernen, den brauchen wir gleich noch. Und dann das Verbindungskabel für das Buskabel, das sind die 2 schwarzen Litzen, die miteinander verdreht sind. Die eine mit einem weißen, die andere mit einem gelben Strich. Diese nach vorne durch die umgelegte Rücksitzbank nach vorne führen zur Rücksitzbank. Dazu einfach das Kabel unter der Verkleidung nach vorne legen und der weitere Anschluss erfolgt dann im Bereich der Rücksitzbank. Jetzt geht es darum, die Buskabel im Fahrzeug selbst zu identifizieren. Bei den BMW F-Modellen ist das immer ein Kabelpaar, was miteinander verdreht ist. Das eine Kabel davon hat eine rote Farbe, das zweite Kabel ist blau und hat noch einen roten Strich da drauf. Diese Kombination ist in den BMW-Modellen absolut einmalig und immer das richtige Kabelpaar. Bei den 3er und 4er Modellen befindet sich in der Regel das Spritpumpensteuergerät hier seitlich hinter der Rücksitzbank. Das heißt, wir legen zuerst den Sitz um. Dieser muss natürlich im Kofferraum entsprechend entriegelt werden. Und dann wird hier diese Seitenwange entfernt. Bei einigen Modellen muss man einfach nur dran ziehen, bei anderen muss man gegebenenfalls noch hier hinter eine Entriegelung herunterdrücken. Bei dem Modell hier genügt es, wenn man wirklich fest an der Seitenlehne zieht und kann diese dann herausnehmen. Unten ist diese nochmal eingesteckt, leicht hochheben, dann kann das Seitenteil entfernt werden. Hier sehen wir nun das Spritpumpensteuergerät. Das kann so aussehen, kann aber auch ähnlich aussehen. Es kann aber auch ein komplett anderes Steuergerät sein. Notfalls sollte sich hier nicht befinden, einmal unter der Rücksitzbank Sitzfläche schauen. Auch diese kann mit einem festen Druck nach oben einfach herausgenommen werden. Sollte auch da das Steuergerät nicht vorhanden sein, dann im Kofferraum diverse anderen Stellen noch einmal schauen. Aber in der Regel bei 3er und 4er Modellen ist das Ganze, wie gesagt, hier montiert. Wir sehen hier auch bereits das entsprechende Kabelpaar, welches wir suchen. Das ist hier das rote Kabel und hier das blaue Kabel mit dem roten Strich da drauf. Die beiden Kabel sind, wenn wir im Kabelstrang weiter unten schauen, auch miteinander verdreht. Hier unten sehen wir es nochmal. Dieses Kabel kann an verschiedenen Stellen im Fahrzeug entlang laufen. Es ist egal, wo wir das Kabelpaar finden. Es ist auch egal, zu welchem Steuergerät das Kabelpaar
geht. Es muss nicht das Spritpumpensteuergerät sein, es kann jedes andere Steuergerät auch sein. Dadurch, dass es ein Bussystem im Fahrzeug ist, liegen an jeder Stelle an diesem Kabelpaar die richtigen Daten, die wir brauchen, an. Sollten Sie überhaupt kein Steuergerät finden, könnten Sie sogar unsere Kabel direkt mit diesen Kabeln hier verlöten. Aber der einfachste Fall ist natürlich, das entsprechende Steuergerät zu finden. Dann können wir einfach unsere Stecker benutzen, um das Ganze zu verbinden. Bei den Cabrio-Modellen kann übrigens dieses Steuergerät auch direkt hier hinter der Rücklehne sitzen, weil da die Rücklehne in der Regel ja nicht umgelegt werden kann und hier noch einige Verstrebungen sind, sodass man bei den Cabrios dann gegebenenfalls hinter der Verkleidung und hinter der Rücklehne noch einmal nachschauen muss. An dem Steuergerät selber befindet sich ein Stecker mit den Kabeln. Hier muss eine Steckersicherung einfach heruntergedrückt werden und dann kann der Stecker selbst entfernt werden. Sollte man mehr Raum benötigen, kann man natürlich auch das Steuergerät erst einmal lösen und abschrauben. Bei dem Modell kommen wir jetzt relativ einfach hier dran. Hier sehen wir jetzt auch schon das Kabelpaar, das blaue mit dem roten Strich und das rote Kabel. Zuerst muss man bei den Steckern die Pin-Sicherungen entfernen. Dazu nehmen wir einen flachen Schraubenzieher. Wir haben hier auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite einen Sicherungsbügel. Dort gehen wir vorsichtig mit dem flachen Schraubenzieher hier rein und lösen dann die Pin-Sicherung, den ganzen Bügel, indem wir diese dann hier aufklappen können. Das gleiche auch auf der anderen Seite, da wir den Pin auf der anderen Seite auch noch benötigen. So, etwas hebeln. Dann haben wir die Sicherungsbügel hier entfernt. Jetzt geht es darum, die einzelnen Pins zu entfernen. Wir beginnen mit dem roten Pin und da haben wir hier an der Seite in diesem kleinen Fenster, sehen wir den Pin und da ist eine kleine Feder, die wir herunterdrücken müssen. Dafür nehmen wir ganz einfach eine Büroklammer oder ich habe hier einen sehr feinen Torx, den ich hier in das Loch einführen kann. Wenn ich dann hier reindrücke, löst sich die Feder. Ich kann diese hier nach dem Pin dann nach oben hier herausziehen. Oft verhakt sich das Ganze dann auch nochmal in diesem Balkenfenster hier, in dem der große Sicherungsbügel eingehakt war. Auch da drücke ich dann einfach mit der Büroklammer oder mit dem feinen Torx die Feder nochmal herunter, sodass ich sie dann schlussendlich komplett herausziehen kann. Damit haben wir das rote Kabel entfernt. Dann nehmen wir von unserem Kabelbaum das gelbe Kabel, also das schwarze Kabel mit der gelben Litze. Und dieses wird genau an dieser Stelle dann entsprechend eingeführt. Darauf achten, dass auch hier die Feder mit dem Pin wieder nach außen zeigt, sodass diese dann in dem Fenster einhaken kann. Auch das Ganze richtig so weit einschieben, bis wir das richtige Klicken hören, sodass alles da unten richtig eingehakt ist. An dieser Stelle nehmen wir nun den kleinen Stecker aus der Verpackung, die Verpackung, die an unseren Kabelbaum angetackert war. Der Stecker würde genau hier in diesen Stecker des Kabelbaums reinpassen. Dort stecken wir ihn noch nicht komplett rein, sondern nur ganz leicht, um zu schauen, auf welche Öffnung gegenüberliegend auch wieder das schwarze Kabel mit der gelben Markierung, welches wir eben hier eingepinnt haben, hier herauskommt und genau gegenüber passend in den Stecker, der hier nur leicht eingeschoben ist, führen wir dann den herausgezogenen Original BMW Pin ein und schieben den komplett ein, bis es ebenfalls laut klickt. Und wenn wir den Stecker jetzt dann später zusammenstecken würden, würden wir dadurch wie eine Art Y-Stück bauen. Natürlich müssen wir jetzt zuvor das gleiche auch nochmal mit dem blauen Kabel machen. Dazu wiederholen wir die Arbeitsschritte. Den Bügel hatten wir schon gelöst. Dann drücken wir hier in dem Fenster den Pin entsprechend herunter. Ziehen das Blaukabel heraus, es hakt sich hier wieder nochmal in dem größeren Fenster gegen. Dort drücken wir es auch nochmal runter, ziehen es komplett raus, nehmen dann aus unserem Kabelbaum das schwarze Kabel mit der weißen Litze und führen das genau an die Position rein, wo wir eben das Kabel entfernt haben. Wieder darauf achten, dass die Feder in die richtige Richtung zeigt und in dem Fenster einhaken kann. Ganz weit einschieben, bis es wieder fest reinklickt. Nochmal vergewissern auf beiden Seiten, dass es wirklich fest und komplett eingeschoben ist. Dann können wir auch gleich schon mal die Sicherungsbügel wieder schließen, rechts und links. Und das blaue Kabel führen wir jetzt hier in dem kleinen Stecker in die Position ein, die genau gegenüber dem weißen Kabel sitzt.
Um sicher zu gehen, stecken wir den nochmal leicht ein, noch nicht komplett ein, sondern nur leicht ein, um kontrollieren zu können. Das rote ist gegenüber von dem gelb markierten Kabel und das blaue, wenn wir es nun einstecken, gegenüber von dem Kabel mit der weißen Markierung. Da achten wir jetzt wieder drauf, dass auch hier die Feder von dem Pin in die richtige Richtung zeigt, dort wo hier die Fensterchen sind. Schieben es komplett ein, bis es richtig klickt und schließen dann auch hier an den kleinen Stecker die Pin-Sicherung, indem wir sie fest herunterdrücken. Achtung, der kleine Stecker hat sogar 3 Belegungsplätze, der mittlere bleibt komplett frei, also nur der rechte und linke wird benutzt, der auch eben dementsprechend gegenüber hier in unserem Kabelbaum belegt ist, denn auch hier ist der mittlere nicht benutzt. Wenn wir das Ganze jetzt hier, die Pinsicherung fest runtergedrückt haben, den Pinnenbügel, können wir den Stecker nun final einstecken, auch gucken, dass er richtig reinklickt. Und nun können wir auch den BMW-Stecker wieder zurück in das Originalsteuergerät einstecken. Darauf achten, dass er richtig fest einklingt. Einem Klick. Bevor wir nun mit dem Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge beginnen, also sprich die Verkleidungsteile verbauen und auch den Kabelbaum dann einfach hier hinter den Verkleidungen bis hinten in den Kofferraum verlegen, indem wir ihn einfach hier drunter schieben und gegebenenfalls noch mit Kabelbindern fixieren. Sollten wir jetzt allerdings zuerst nochmal einen kurzen Funktionstest durchführen, um zu schauen, ob wirklich auch alles einwandfrei arbeitet und die Installation richtig funktioniert hat. Das Einzige, was passieren kann, ist, sollte man hier irgendwelche Kabel vertauscht haben, falsch zusammengesteckt haben, dann würde beim Einschalten der Zündung diverse Fehlermeldungen im Fahrzeug aufleuchten. Da muss man aber auch keine sonderliche Sorge haben, denn sobald man die Sachen hier wieder richtig zusammensteckt, verschwinden auch sofort die Fehlermeldungen. Das heißt, das ist einfach nur ein relativ einfaches Indiz, dass man hier 2 Kabel vertauscht hat. Dann einfach gegebenenfalls komplett nochmal zurückbauen, alles wieder original zusammenstecken, so lange bis die Fehler auch komplett verschwunden sind. Die müssen auch nicht im Fehlerspeicher gelöscht werden, sondern die sind sofort wieder verschwunden. Und dann einfach nochmal neu beginnen und darauf achten, dass man eben die Kabelfarben, wie eben beschrieben und wie auch in unserer Anleitung dokumentiert, richtig zusammensteckt. Da kann sonst auch nichts kaputt gehen. Wie gesagt, es kann maximal Fehler aufleuchten, die aber wieder verschwinden, wenn man es richtig zusammengesteckt hat. Von daher ist das eine relativ einfache Geschichte. Dann machen wir jetzt einmal den Funktionstest und bauen danach dann alles wieder entsprechend zusammen. Vor dem Funktionstest müssen wir natürlich alle Komponenten erst einmal im Kofferraum noch final anschließen. Wie vorhin besprochen, haben wir am Kabelbaum 2 Anschlussstecker für die Soundbooster und in unserem Basisset schließen wir dann den einen Soundbooster entsprechend an den Stecker an. Der passt nur in eine Richtung. Auch hier darauf achten, dass er fest einklickt und man den Klick deutlich hört. Und dann finden wir am Kabelbaum noch einen offenen weiteren Stecker. Der wird dann mit den 2 Soundsteuergeräten verbunden. Auch diese passen nur in eine Richtung und müssen fest eingeklickt werden. Und wenn nun die Zündung am Fahrzeug aktiviert ist, wichtig, es muss wirklich die Zündung aktiviert sein, sonst funktioniert das System nicht. Dann leuchten beide Lampen entsprechend, das heißt eine leuchtet grün, die andere blinkt grün. Da die Zündung beim Fahrzeug aktuell gerade nicht aktiviert ist, blinkt eines grün, das andere rot. Das heißt, das Steuergerät kann aktuell mit dem Fahrzeugdatenbus nicht kommunizieren. Das liegt aber nur daran, dass die Zündung ausgeschaltet ist. Man muss zum Test nun einfach die Zündung aktivieren, also vorne am Zündungsknopf anstellen oder jetzt hier für unser Video drücken wir einfach auf die Fernbedienung auf Öffnen. Da sollte sich die Zündung auch aktivieren und wir sehen sofort, das Steuergerät erkennt das Bussystem vom Fahrzeug, kann mit diesem kommunizieren. Das heißt, alles ist in Ordnung. Eine LED leuchtet permanent grün und eine blinkt grün. Wenn wir das Fahrzeug nun starten, sollten wir sofort den Sound des Active Sound Systems hören können. Durch Druck auf die Tempomat-Lenkradtaste, wenn wir diese mehrere Sekunden gedrückt halten, können wir das System auch deaktivieren. Wir sehen also, alle Funktionen funktionieren perfekt. Das System arbeitet absolut zeitgleich zu den Drehzahlen. Wenn wir die Taste nochmals 3 Sekunden gedrückt halten, wird das System auch wieder aktiviert und der Funktionstest ist abgeschlossen.
Der Einbau des Soundboosters erfolgt nun wie besprochen im Kofferraum. Beim Dreier haben wir hier schon zwei Öffnungen, die jeweils nur mit einem Deckel verschlossen sind. Wenn nur ein Soundbooster verbaut werden soll, nehmen wir die linke Öffnung. Mit unserem Erweiterungskit können sogar zwei Soundbooster rechts und links gleichzeitig verbaut werden. Der Deckel wird nach unten herausgedrückt, dazu unter dem Fahrzeug am besten den Unterbodenschutz leicht mit einem Cutter anreißen und dann den Deckel von oben herausdrücken oder herausschlagen. Für die Rückrüstung kann der Deckel später auch einfach wieder eingesetzt werden. Bei den 3er und 4er Modellen sind unter dem Fahrzeug selbst eigentlich fast gar keine Arbeiten auszuführen. Das Ganze kann man prinzipiell also auch ohne Hebebühne durchführen. Wir sehen hier die Position leicht angedeutet, wo das Loch, also der Deckel von unten in der Mulde aus dem Fahrzeug herauskommt. Wir werden lediglich hier das Hitzeschutzblech etwas abschrauben und zurückbiegen oder dementsprechend einschneiden. Dann die Isolierung vom Unterbodenschutz hier leicht einschneiden, sodass dann der Deckel einfach nach unten herausgedrückt werden kann und das Ganze dann frei liegt. Der zweite Deckel, sollte ein zweiter Soundbooster montiert werden, kommt hier drüben an analoger Stelle auf der rechten Seite heraus. Man sieht hier schon die Andeutung durch das Hitzeschutzblech. Wir werden jetzt den entsprechenden Platz erst einmal freiräumen und dann den Deckel entfernen. Das war dann schon alles, was an Arbeiten quasi unter dem Fahrzeug zu erledigen ist. Und so sieht das Ganze nun aus, wenn wir den Deckel entfernt haben. Wir haben den Deckel von innen nach außen einfach herausgeschlagen. Man sieht auch, dass der Deckel noch komplett intakt ist und auch bei einer Rückrüstung wieder problemlos eingefügt werden kann. Das Loch beim 3er und 4er ist etwas kleiner wie der Soundauslass des Soundboosters. Das heißt, diejenigen, die wirklich das absolute Maximum an Klang ausloten wollen, können dieses Loch auch noch um 2 bis 3 cm erweitern, sodass man auf einen Durchmesser von ca. 6 cm kommt. Wenn Ihnen eine besonders hohe Lautstärke oder ein besonders kraftvoller Klang sehr wichtig ist, dann empfehlen wir aber in jedem Falle, die Löcher im Unterboden doch auf volle Größe aufzubohren, also auf die Größe, die auch der Flansch und der Auslass des Soundboosters haben. Dazu können Sie entweder einen Blechknabber verwenden oder eine Luftdruckstichsäge, eine Luftsäge. Beide funktionieren natürlich nur mit Druckluft. Alternativ wäre auch ein Dremel möglich, den Sie mit Strom betreiben können, um dann das Loch entsprechend größer zu fräsen auf einen Durchmesser von ca. 6 bis 7 cm. In der Regel reichen 6 cm, sodass die volle Lautstärke zu 100% und ungehindert austreten kann. Anschließend muss der Soundbooster mit Hilfe unseres Flansches auf dem Loch wasserdicht verklebt werden. Der Flansch selber muss zuerst zurechtgeschnitten werden, denn er passt nicht direkt mittig auf das Loch. Dazu wird einfach mit einer Flex ein Stück von der Bodenplatte weggenommen, einfach so, dass noch genügend Rand dort ist, um den Flansch später wasserdicht verkleben zu können. Und außerdem wird seitlich eine Kerbe in den oberen Teil des Flansches hineingeschnitten, damit der Soundbooster seitlich dort dann hineingesteckt werden kann. Wir haben das Ganze hier einmal vorbereitet, das heißt, hier ist die Kante weggenommen und hier oben auf das Fenster eingeschnitten, sodass der Flansch nun direkt mittig auf dem Loch aufgesetzt werden kann. Ein großes Problem, was heißt ein großes Problem, ein prinzipielles Problem beim Dreier ist die Bauhöhe des Faches. Das heißt, es muss nachher natürlich die Bodenablage wieder bündig aufgelegt werden können. Da der Soundbooster sehr hoch ist, kann er nicht wie üblich direkt liegend verbaut werden in voller Höhe, sondern muss leicht geneigt werden, sodass nachher obendrauf die Abdeckung entsprechend wieder geschlossen werden kann. Dadurch kippen wir den Booster seitlich verbaut in dem Loch etwas nach hinten und prüfen dann entweder mit einer Latte oder mit einer Wasserwaage, die wir auf die hohen Punkte auflegen, einfach ob die Bauhöhe des Soundboosters noch gering genug ist, sodass nachher die Abdeckung wieder aufgelegt werden kann und nicht nur auf dem Soundbooster aufliegt und dann entsprechend kippelt oder Geräusche erzeugt. Wenn wir den Soundbooster und den Flansch entsprechend zurechtgeschnitten und perfekt positioniert haben, beginnen wir mit der Verklebung.
Die Verklebung erfolgt mit Montagekleber, zum Beispiel Sikaflex. Notfalls kann man auch ganz herkömmliches Sanitärsilikon nehmen, einfach eine große Kartusche in einer Kartuschenpresse. Sollte die Verklebung unbedingt schnell funktionieren und auch schnell halten, kann man zusätzlich auch noch 2 Komponentenkleber hinzuziehen, um zumindest einige Fixierungspunkte anzulegen, sodass das Ganze schnell trocknet. Der Nachteil dabei ist, der 2-Komponentenkleber ist relativ teuer und man benötigt dazu auch immer noch mal eine spezielle Kartuschenpresse, in denen die Kartuschen eingefügt werden können. Zuallererst wird nur der Soundbooster mit dem Flansch verklebt. Das kann man direkt im Fahrzeug machen, um sicherzustellen, dass die Position auch genau stimmt, und dazu wird der komplette Freiraum ringsrum komplett ausgegossen mit dem Montagekleber. Dann wird das Ganze 1 bis 2 Stunden trocknen gelassen, das System vorsichtig herausgeholt und dann auch von der Gegenseite entsprechend ausgefüllt. Dazu ist es wichtig, dass das System nicht gleich komplett im Fahrzeug verklebt wird, sondern wie gesagt noch herausgeholt werden kann, um auch von der Unterseite das Ganze mit Montagekleber auffüllen zu können. Nachdem der Soundbooster oder Aktuator, wie er auch genannt wird, nun von der oberen Seite komplett ausgespritzt ist und auch angetrocknet ist, das dauert mindestens 1 bis 2 Stunden, sollte kein 2-Komponentenkleber verwendet worden sein, wird das Ganze dann rumgedreht und auch von unten entsprechend noch ausgespritzt. Die Position des Soundboosters sollte so gewählt sein, dass das ganze System auf seinem eigenen Gewicht ruht, das heißt der Soundbooster unten aufliegt und letztendlich nur durch die Verklebung im Flansch gehalten wird. Der Soundbooster selber wird später mit dem Fahrzeug nicht verklebt. Es sollte lediglich ein Stück Schaumstoff an dieser Stelle untergelegt werden im Fahrzeug, damit keine Vibrationen übertragen werden können und auch keine unliebsamen Nebengeräusche entstehen. Aber die Verklebung vom Flansch am Boden des Fahrzeugs reicht alle Male aus, um das System im Fahrzeug dauerhaft zu fixieren. Wir füllen jetzt, wie gesagt, die andere Seite von innen noch mit Montagekleber aus. Das Ganze sollte nun anschließend entsprechend lange austrocknen. Wenn kein 2-Komponentenkleber, sondern der normale Montagekleber oder Sanitärsilikon verwendet wurde, sollte das Ganze mindestens ca. 6 bis 8 Stunden austrocknen. Das heißt, es macht gegebenenfalls sogar Sinn, dass diese Arbeiten am Vorabend bereits erledigt werden, sodass das System dann anschließend ins Fahrzeug verklebt werden kann. Bitte nicht zu früh anfangen, zu viele Schritte gleichzeitig zu machen, sonst gibt es einfach zu viele Stellen, die sich noch bewegen können. Und das Arbeiten ist wesentlich einfacher, wenn diese 2 Einheiten, also der Flansch und der Soundbooster, entsprechend schon fest miteinander fixiert sind. Wichtig ist, dass wirklich kein Wasser zwischen dem Soundbooster und dem Flansch hindurchdringen kann, um so in den Kofferraum zu gelangen. Sie müssen sich keine Gedanken machen, in den Soundbooster hinein, durch die Öffnung, kann so viel Wasser reinkommen wie will, also Spritzwasser während der Fahrt oder auch unter Bodenwäsche in der Waschanlage. Das Ganze macht dem System absolut nichts aus. So, nun können wir das System final im Fahrzeug verkleben. Dazu reichlich Montagekleber auf der flachen Seite unseres Flansches aufbringen, gegebenenfalls auch nochmal auf der gegenüberliegenden Seite um das Loch herum. Man kann sich auch die Position vom Flansch vorher nochmal anzeichnen, damit man dann mit dem Kleber auch gleich die richtige finale Position erwischt. Wie vorhin schon angedeutet, gegebenenfalls auch 2-Komponentenkleber nehmen, um das Ganze noch schneller fixieren zu können. Wichtig ist die Position, wo das Gerät dann aufliegt, da ein kleines Stück Schaumstoff einfach unterlegen, damit keine Vibrationen übertragen werden, und dann das System schön mittig auf dem Loch aufbringen und entsprechend fest drücken und dann auch gut austrocknen lassen. Gut austrocknen heißt in dem Fall, wenn nur Montagekleber verwendet wird, ca. mindestens 6 bis 8 Stunden. Final wird dann die Bodenabdeckung noch zugeschnitten. Man kann entweder großräumig ein Loch unten ausschneiden oder auch nur ein U auf der einen Seite ausschneiden und die Bodenplatte dann zur rechten Seite hin hochklappen, sodass man dann anschließend das Bodenteil auch wieder montieren kann. Die Kabel werden entsprechend mit Kabelbindern an der Seite befestigt. Auch die Steuergeräte werden nachher dann noch an der unteren
Bordwandseite befestigt, sodass dann später der Boden wieder komplett eingesetzt werden kann. Die Niete wird entsprechend wieder eingesetzt. Steuergeräte können natürlich beliebig im Boden montiert werden. Und auch die Bodenabdeckung vom Kofferraum kann dann wieder wie gewohnt montiert werden, sodass das ganze System komplett unsichtbar im Unterboden verborgen ist und auch der Stauraum noch weiter genutzt werden kann. Anschließend suchen Sie im Apple App Store oder im Google Play Store nach Inside Performance und laden sich unsere Active Sound App herunter. In dieser App können Sie Ihre Wunschklangprofile, die Wechselmethoden und so weiter dann problemlos konfigurieren. In diesem Videotutorial werden wir auf die Details und Konfigurationsmöglichkeiten der App nicht alle eingehen. Dafür gibt es auf unserer Online-Plattform auf insideperformance.de in unserer Rubrik Anleitung eine gesonderte Anleitung. Außerdem finden Sie dazu auch ein spezielles YouTube-Tutorial, in der wir alle Funktionen der App erklären. Wenn Sie die App öffnen, verbindet sich diese automatisch mit dem Fahrzeug, immer vorausgesetzt, die Zündung ist eingeschaltet. Sie können dann verschiedene Profile konfigurieren. Standardmäßig sind 3 Profile hinterlegt, Eco, Komfort und Sport. Sie können aber bis zu 5 Profile hinterlegen. Sie können dann, indem Sie den mittleren Schalter drücken, je Profil 4 verschiedene Klangeinstellungen vornehmen. Einmal Volume, also die Lautstärke, einmal Idle, also wie sich das Fahrzeug im Stand anhört. Dann Dynamik, wie sich das Fahrzeug während der Fahrt anhört. Und Launch, das ist die Einstellung, wie sich das Fahrzeug beim Starten anhören soll, ob der Motor bzw. soundtechnisch das Active Sound System kurz aufheulen soll oder ob diese Funktion eben deaktiviert sein soll. Bei Dynamik ist noch zu sagen, um Dynamik zu testen, müssen Sie immer einen kurzen Gasstoß geben, da das ja wie gesagt die Klangeinstellungen während der Fahrt demonstrieren soll. Von daher ist da im Standgas dann kein Unterschied zu hören, sondern nur, wenn Sie über einen kurzen Gasstoß den Motor auf Drehzahl bringen. Je Menüpunkt können Sie die Einstellungen verändern, indem Sie einfach das untere Drehrädchen verschieben und die Werte entsprechend hoch oder niedrig drehen. Erst wenn Sie dann den erscheinenden Save-Button auch wirklich drücken, dann werden die Einstellungen ins Fahrzeug übertragen und im Fahrzeug gespeichert. Während des normalen Alltagsbetriebes brauchen Sie natürlich das Handy und die App nicht. Die App soll nur die initiale Konfiguration und Einstellung erleichtern. Wenn Sie dann später während der Fahrt eins Ihrer ausgewählten Profile aufrufen wollen, dann können Sie dazu in den Settings in der App auswählen, wie Sie das Profil jeweils wechseln wollen. Dazu werden Ihnen verschiedene Methoden angeboten, zum Beispiel, dass die Klangprofile mit den Fahrzeugprofilen verbunden werden sollen oder durch zweimaliges Drücken des DTC-Buttons oder durch zweimaliges Drücken des Cruise-Control-Knopfes, also der Geschwindigkeitsregulierung, oder eben über das Handy selber. Diese Einstellungen können sich auch je nach Fahrzeug ändern. Im Fahrzeug selber würde das bedeuten, die Einstellung Car-Profiles, wenn Sie die wählen, dann können Sie die Profile wechseln, indem Sie den Fahrerlebnisschalter betätigen und ein anderes Fahrzeugprofil auswählen, also Eco, Sport, Normal, Sport Plus. Damit würde sich dann auch das jeweilige Profil ändern. Wenn Sie die Einstellung DTC-Button drücken, das ist der Schlupfkontroll-Button, das ist dieser hier. Wenn Sie diesen dann zweimal hintereinander betätigen, dann würde sich das Profil dementsprechend wechseln. Der Cruise-Control-Knopf, das ist der linke untere Knopf auf dem Lenkrad. Wenn Sie den zweimal hintereinander drücken, dann würden sich darüber die Profile umstellen lassen. Und wenn Sie Not from Car auswählen, dann können Sie die Profile nur in der App wechseln, indem Sie in der App dann das jeweilige Profil einfach antippen. Außerdem gibt es in der App auch noch einen Demo-Modus, in dem können Sie auch, ohne dass das Fahrzeug läuft, das Gas simulieren. Sie hören auch, das Fahrzeug macht bereits Geräusche und Sie bekommen dann auch einen Gas-Button eingeblendet, mit dem Sie quasi künstlich Gas geben können. Das hört sich natürlich nicht genau so realistisch an wie während der Fahrt, aber es hilft zumindest schon mal, grobe Einstellungen am Profil machen zu können.
So sehen wir jetzt auch, wenn wir hier die Lautstärke verändern, dass das System sofort reagiert. Genauso können wir den Klang im Stand verändern. Oder eben der Klang während der Fahrt, wobei sich da Änderungen eben, wie gesagt, nicht sofort auswirken, sondern immer nur, wenn ich Gas gebe oder im Demo-Modus eben den Gas-Button kurz drücke. Wichtig ist danach immer wieder in den normalen Modus zurückzukehren, damit dann natürlich wieder die Drehzahlen vom Fahrzeug genommen werden und nicht mehr die Drehzahlen, die im Handy künstlich simuliert werden. Wir können die Wechselmethoden auch kurz einmal ausprobieren, indem wir das Fahrzeug starten. Wenn wir dann als Wechselmethode zum Beispiel die Fahrzeugprofile auswählen, also Car-Profiles, dann sehen wir sogar live im Handy, wenn ich über den Fahrzeugprofil-Wechselschalter auf Sport schalte, schaltet auch im Handy die Anzeige sofort auf Sport und auch der Klang ändert sich entsprechend. Beispielsweise haben wir aktuell auf dem Eco-Modus die Lautstärke 0 ausgewählt. Wenn ich jetzt über die Fahrzeugprofile in den Eco-Modus wechsle, hören wir, dass das Active Sound System quasi ausgeschaltet ist. Das ist auch eine typische Einstellung, die wir empfehlen für den Eco-Modus, beispielsweise Lautstärke 0, sodass wir ein Profil haben, wo das System deaktiviert ist. Dann normales Sound-Setting für Komfort, für den Alltag und für Sport eben ein sportliches Profil. Sie können auch die Benennung der Profile in den Settings sogar verändern, aber wie gesagt, ins Detail möchten wir hier nicht weiter darauf eingehen. Dazu gibt es nochmal eine separate Anleitung. Nochmal als zweites Beispiel, wenn wir die Changing Method wechseln, also die Wechselmethode von Car-Profiles auf DTC und gehen dann wieder in unsere Übersicht, dann sehen Sie, dass ein Drücken auf die Profiltaste die Profile des Active Sound Systems nicht mehr verändert, sondern jetzt ja der DTC-Button, also hier der Schlupfkontroll-Button als Wechselmethode gewählt wurde. Und wenn ich diesen nun zweimalig drücke, dann wechselt sich das Profil und wir hören auch, dass das System sofort wieder aktiviert ist. Noch zweimaliges Drücken wechselt in den Sportmodus und noch zweimaliges Drücken und es wird wieder das erste Profil gewählt, wo wir hier in diesem Fall das System ja deaktiviert haben mit Lautstärke 0. Darüber hinaus bleibt noch zu sagen, dass wir immer auf dem Knopf für die Geschwindigkeitsregulierung, also für den Autopilot, auch noch eine Kurzwahlfunktion haben, mit der man jederzeit das System deaktivieren kann, indem der Button einfach 2 bis 3 Sekunden gedrückt gehalten werden muss. Wir hören, aktuell ist das System aktiviert. Ich drücke den Button 2 Sekunden und das System ist deaktiviert. Ich drücke den Knopf nochmal 2 Sekunden und das System läuft wieder. Optional zu dem Active Sound Paket bieten wir übrigens auch die passende Auspuffanlage an. Da bei BMW ja nur der echte 435i Benziner eine Rechts-Links-Anlage hat und alle anderen Fahrzeuge nur 2 oder sogar nur ein Rohr auf der rechten Seite, gibt es von uns nochmal eine Auspuffanlage, die problemlos jede nicht 435i in die 435 oder 440i Optik umwandelt. Auch dies 100% rückrüstbar und ohne dass am Fahrzeug irgendwelche Anpassungen vorgenommen werden müssen. Es wird lediglich der Diffusor ausgetauscht, auch gegen das analoge BMW-Teil, also gegen den Diffusor vom 435i oder 440i, der passt in das Endpaket jedes anderen Modells ebenso rein. Und dazu dann eben noch die Auspuffanlage von uns, die auch Plug-and-Play montiert werden kann. Für die Auspuffanlage gibt es eine entsprechende EG-ABE, also die Anlage ist europaweit zugelassen. Auf der Anlage ist auch ein E-Prüfzeichen drauf. Die Anlage muss also nach der Montage nicht mehr beim TÜV vorgeführt werden. Die Anlage ist genauso wie das Active Sound System sehr einfach zu montieren. Ist vom Active Sound System komplett unabhängig. Das heißt, es kann sowohl erst das eine System als auch das andere System, als auch beide Systeme gleichzeitig problemlos montiert werden. So passt dann auch der Look des Fahrzeuges perfekt zum Sound. So, abschließend zeigen wir Ihnen nun noch einige Fahrszenen
mit dem installierten Active Sound System und auch einige Szenen mit der zusätzlich angebauten Auspuffanlage im 440i Look und noch einige Szenen im Original Look. Viel Spaß!